Hallo allerseits, ich bin hier auf der Spielwarenmesse in Nürnberg am Stand von Roco und schaue mir jetzt den Eisenbahndrehkran EDK 750 mal genauer aus der Nähe an. Und am Roco-Stand sind für mich Corentin Berges und Jens Köhler, die mir den Kran jetzt gleich erklären werden und vorführen werden. Und ich lasse mir jetzt mal kurz sagen, wann kommt der Kran denn auf den Markt? Der wird im 3. Quartal dieses Jahres geliefert werden. Und vom Preis her, was kostet er? 769,90. Sowohl die ÖBB als auch die DB-Variante. Das heißt, es gibt zwei Varianten, Vorbild Bundesbahn Deutschland und Vorbild Österreich. Ja, und obwohl wir jetzt Januar haben, funktioniert er hier schon. Das ist ein Prototyp, aber schon aus den fertigen Formen. Genau, ich mir sagen lassen. Die Teile sind alle schon aus der fertigen Form. Nur halt, wie gesagt, noch der Prototyp. Die ganze Software muss halt noch fertig entwickelt werden. Aber wir haben schon ein funktionsfähiges Modell zum Zeigen. Gut, dann schauen wir uns jetzt gleich mal an hier. Der ist hier auf dem Diorama aufgebaut in der typischen Szene, in der typischen Beladungsszene, Gleisbau. Jetzt fahren wir mal näher ran. Es gibt auch Motorgeräusche. Das Modell ist selbstfahrend mit Motor auch. Der Unterbau ist aus Zinkdruckguss und der Aufbau oben ist aus Kunststoff. Das Modell, obwohl sie erst im Herbst auf den Markt kommt, ist mir gesagt worden, schon aus den richtigen Formen gebaut. Und zum Lieferumfang gehört auch dieser Kranschutzwagen mit Stützen. Die Stützen kann man seitlich ausfahren? Ja. Per Hand muss man die ausfahren. Dass er dann von der Seite auch größere Lasten heben kann. Gewicht des Modells sind ungefähr 600 Gramm. Ungefähr 600 Gramm, ja. Jetzt ist inzwischen das Seil ausgehängt. Jetzt können wir uns mal die weiteren Funktionen des EDK 750 ansehen. Er hat einen Teleskoparm, der komplett einfährt. Noch vergessen ganz am Anfang, es handelt sich hier um ein H0-Modell im Maßstab 1:87. Für die Nicht-Modellbahnfans müssen wir das auch mal dazu sagen. Das Vorbild ist heute noch im Einsatz und es wird in zwei Farbvarianten von Roco realisiert werden zunächst. In einer Variante der Deutschen Bundesbahn und in einer Variante der Österreichischen Bundesbahn. Beide so in Realität auch vorkommen. Das ist dann der Kranschutzwagen, der zum Lieferumfang auch gehört. Der Kranhaken selbst kann auch manuell gedreht werden. Dann wird der Arm wieder ein Stück ausgefahren. Das ist jetzt die Ruheposition, die wir jetzt haben. Jetzt noch kurz zur Bedienung des gesamten Krans. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einerseits an der Z21 Zentrale hier per Tablet. Da gibt es dann eine neue Oberfläche, eine neue Bedienoberfläche, die speziell auf den Kran ausgelegt ist. Genau, da gibt es im Prinzip dann die Joysticks, ähnlich wie beim Original, und kann dann hierüber gesteuert werden, Hakenfunktion, drehen und halt auch der Ausleger.
Und dann haben sie sich für den Kran noch was Besonderes einfallen lassen. Man kann ihn auch mit einem PlayStation 4 Controller bedienen. Den haben wir hier im Bild. Und da haben wir dann auch alle Funktionen. Was macht man dann speziell mit welcher Taste? Also man kann den Ausleger auffahren oder einfahren mit dieser Taste, heben, senken. Und hier ist die Seilwinde hoch oder also die Seilwinde heben oder senken. Und mit dieser kann man den Kran drehen. Und der Controller der PS4, wie ist der angebunden mit der Z21? Wie erfolgt die Verbindung? Also die Verbindung ist mit einem PC gemacht, also mit Bluetooth oder mit einem Kabel. Und wir haben eine spezielle Software auf dem PC, der direkt mit dem Z21 verbunden ist. Man kann hier sehen. Das heißt, hier werden dann auch die Funktionen gezeigt auf der PC-Oberfläche, was der Kran alles machen kann. Also schon eine relativ gut ausgeklügelte Geschichte, obwohl das Modell ja erst im Herbst auf den Markt kommt, sowohl per Tablet als auch per Controller. Und schauen wir noch mal kurz aus der Nähe, er fährt noch mal ein Stück. Also in der finalen Version kann man dann auch den Controller über Bluetooth mit der App verbinden. Also man braucht dann keinen PC zwingend. Also man kann dann das Ganze über die App in Verbindung mit dem Controller über Bluetooth auch steuern. Das heißt, er wird dann auch direkt über die Z21-App am Tablet, das wir hier noch mal kurz zeigen, dann per Bluetooth mit dem Controller verbunden. Ja. Das ist alles relativ gut ausgeklügelt und ich freue mich dann schon, wenn der Kran im Herbst irgendwann mal kommt. Vielleicht mache ich dann mal ein Unboxing-Video, mal abwarten. Und das war es jetzt hier von der Spielwarenmesse in Nürnberg mit dem Eisenbahndrehkran EDK 750 der Firma Roco im Maßstab 1:87. Ein absolutes H0-Highlight, das ich mir jetzt hier mal anschauen konnte. Und es hat mir Spaß gemacht, das hier zeigen zu können. Und ich bedanke mich für die Informationen. Vielen Dank für den Besuch.